Herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video und wenn ich neu sage, dann ist es richtig neu, denn wir sind hier im schönen Ungarn unterwegs, auf dem schönen Balladenpark und wie wir hier im Hintergrund sehen können, haben wir einen schönen Lamborghini Urus, aber wir gehen mal hier durch. Robert, geht das? Ja, klar. Sehr gut, denn schaut mal her. Wir sind gemeinsam mit Lamborghini unterwegs und wir werden jetzt gleich den neuen Lamborghini Temerario fahren. Bedeutet, der Huracan-Nachfolger, pure 8-Zylinder-Power, bis zu 10.000 Umdrehungen kann dieser Motor drehen. 920 PS haben wir hier am Start. Die Autos werden jetzt kurz aufgewärmt und dann reißen wir auf. Eigentlich auch eine ziemlich geile Lackierung, muss man sagen. Ich bin mal sehr gespannt im Vergleich zum Revuelto. Wie wird das Fahrzeug sich handeln? Aber natürlich auch im Vergleich, weil am Ende des Tages, es ist ja der Huracan-Nachfolger und da wollen wir natürlich herausfinden, ist dieses Fahrzeug geiler und vor allem, was ist das ganze Thema mit den Emotionen? Denn pure 10-Zylinder-Saugerleistung hatten wir damals beim Huracan und jetzt haben wir einen 8-Zylinder-Turbo. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich würde sagen, wir reißen auf. So, jetzt bin ich ja mal richtig gespannt. Temerario, 10.000 Touren. Ich glaube, da geht was. Und auch noch der beste Name, Namenskollege. Micha. Das ist einfach der beste Name, oder? Jetzt sind wir ja gerade im Sportmodus, oder? Korrekt. Das heißt, ich darf einmal in den Corsa rübergehen und dann gehe ich mal davon aus, ähnlich wie beim Revuelto gibt es ja hier noch die schönen Tasten in Richtung Performance. Bedeutet, jetzt sollten wir die volle Leistung von 920 PS haben, oder? Genau, jetzt rufen wir maximale Systemleistung ab. Das Fahrzeug boostet quasi über die V-Power ab 2000 Umdrehungen, maximales Drehmoment. Viel Spaß. So, schauen wir mal. Ja, du musst mich ja sowieso leiten, weil erstes Mal dieses Fahrzeug fahren und dann auch noch eine Strecke, Balladenpark, einfach eine richtig geile Strecke. Aber ich bin leider noch nie hier gewesen. Aber wir machen ja ganz entspannt. Okay, du merkst halt gleich, das ist was ganz anderes als Huracan. Der Punch ist halt sofort da. Hier könntest du eigentlich schon gar nicht mit in der zweiten Welle fahren, sondern müsstest schon Huracan in der zweiten Welle fahren. Da kannst du hier auch easy dritte Welle fahren. Alter, bis 10.000 Touren, Leute, das ist ja unglaublich. Boah, Bremse auch gut. Und auch spielerisch im Corsa-Modus. Oh ja, da geht auch gleich auch schön was quer. Bisschen, ganz leicht. Boah, schon spielerisch das Fahrzeug. Alter. Komm. Ah ja, okay, hier kannst du voll drauf. Total. Komm, Michi. Ja. 10. Komm. Oh ja, ich bin voll drauf jetzt. 10.000 Touren. Alter. Direkt gleich 2,50. Kannst du noch später bremsen. Unglaublich. Und hier steht, boah. Alter. Komm auf Zug. Ja, wir auf Zug wieder. Das ist unglaublich, wie das bis 10.000 Touren dreht. Alter. Bremse ist unglaublich. Komm, Gas. Ja, du, ich bin das erste Mal hier. Dann hast du ja auch mich an Bord. Auch hier, wie schön und sauber du hier durch diese Kurven fahren kannst. Das Ganze wirklich auf eine spielerische Art und Weise. Das ist richtig geil. Oh, da kommt da echt. Das ist ja Wahnsinn, was der im Corsa-Modus zulässt.
Feuer, 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 komm, komm, komm. Und jetzt wieder bis 10.000 Touren, Leute. 200, 230, 240. Es nimmt einfach kein Ende. Also ich glaube, mit dem kannst du aber mal richtig quer fahren, Leute. Das ist ja unglaublich. Da musst du dich ja so zurückhalten, ne? Und wieder bis 10.000 Touren. Was los? Pumpst du ein bisschen, oder? Wir kommen alle auf Temperatur gerade. Schau dir das an, Mann, da kannst du nicht. Oh, das ist so ein Reizer jetzt, du könntest das so schön quer nehmen. Ist das ein geiles Auto, Leute? Das ist ja unglaublich, wie spielerisch das ist. Da geht gleich der Scheibenwischer an. So, abkühlen. Abkühlen. Hey, saugeil. Hast ein bisschen schwitzige Hände, habe ich doch Ja, gemerkt. ja. Ist kein Alcantara-Lenkrad, was das direkt aufsaugt, wa? Genau. Hey, das ist echt geil. Also es ist verrückt, wie spielerisch das Ganze zum Fahren ist. Es ist ein brutaler Reizer, dass hier ESP-Auswahl. Ich glaube, du kannst hier brutal mit dem Auto quer fahren. Aber geradeaus, Corner Speed, Braking und ich meine, wir sprechen hier von wirklich heißen Temperaturen. Ich meine, wir haben jetzt 10 Uhr und schon 25 Grad und es hält. Das hält richtig, richtig gut. Und die Emotionen. Absolut. Die Emotionen bis 10.000 Touren, Nein, unfassbar. du hast halt permanent den Druck da. Ne? Du hast halt wirklich ab 2000 schiebt und schiebt und schiebt. Ja. Und gerade das Thema Querfahren kann man schon dunkle Wolken mitzaubern und dunkle Striche auf die Strecke. Ja, Ja, aber du merkst, du hast nicht das Gefühl, dass er dich alleine lässt, genau. sondern er lässt zu, aber trotzdem sind irgendwo Leitplanken da, Genau. dass das Fahrzeug Es- zwischen den weißen Linien Ich bleibt. wollte gerade sagen, es ist spielerisch, aber wirklich mit einem Selbstvertrauen. Ja. Saugeil. Saugeil. Ich bin ready für die nächste Runde dann gleich und ich habe gehört, es wird jetzt noch ein bisschen wilder. Schauen wir mal, was wir für dich vorbereitet haben. Alles klar. So, Fahrzeug mit Allegirita-Package. genau. Und dann gucken wir, was wir den Racereifen noch drauf kriegen, dass wir noch ein bisschen mehr Performance des Ja. Fahrzeugs einfach auf den Asphalt kriegen. Jetzt bin ich gleich gespannt. Ah ja, die Bremse fängt schon das Rauchen an. Die Bremse raucht oder was? Ja, das ist normal. Das ist normal. Das, Ja, normal, ja. Das ist ja Volk. Ja, wir haben den jetzt schon gut hergenommen. Geht mir gut. Junge, das Ding geht brutal. Das Ding geht brutal. Schau, hat doch schon wieder aufgehört zu rauchen. Doch alles im Griff. Dann So, es geht weiter. Bedeutet, jetzt sitzen wir hier in dem, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Allegirita Package. das war sehr deutsch ausgesprochen, Genau, aber richtig, du hast es richtig deswegen. ausgesprochen. Und auf Italienisch, bitte einmal. Allegirita. Allegirita. Okay, bedeutet, wir haben natürlich deutlich mehr Carbon, ein bisschen leichter das Ganze. Mit den Carbonfelgen waren es 29 Kilo leichter. Aber ich glaube, was einen großen Unterschied macht, ist das ganze Thema Aerodynamik, Downforce wahrscheinlich auch, oder? Genau, wir sprechen nochmal von 67% mehr Downforce, was wir bei dem Fahrzeug haben. Ja, Im Vergleich zum Fahrzeug mit P ohne Package. okay. Sind ja im Vergleich zum Huracan Evo bei 103% mehr Downforce, plus 67, glatte Ja. 170% mehr Downforce. Ich würde sagen, Learning by Doing, probier's aus. So sieht's aus. Wir gehen wieder rüber, selbstverständlich in den Corsa-Modus. Und wir wollen natürlich die volle Performance haben, denn wir wollen natürlich wieder auf 10.000 Touren drehen. Okay?
würdest du gern querfahren, oder? Ja, Die würdest du gern querfahren. das ist so ein Reizer, diese Kurve. Ich fahre sie halt auch leider schon so an, dass ich sage, hey, die fährst du jetzt halt quer, aber es geht halt einfach nicht. Auch hier, die könntest du so schön umsetzen einfach. Ja. Aber es ist so geil, ist trotzdem so stabil. Oh, hier richtig drauf auf den ersten Knopf. Ja. Moment. Oh, 16 gesagt. Ich habe jetzt nicht drauf geschaut. Wie das liegt. Das ist hier richtig schön, wenn du in die Scheiße kommst, dann bist du Ja. früh am Gas. Komm, Ja. voll. Das ist Wahnsinn, was das für ein Unterschied ist mit dem Bremsen, wie viel stabiler das Auto einfach liegt. Was sagst du zur Konsistenz? Bremskonsistenz? Runter. Ja, voll. Kannst du easy im 5. Gang. Ohne Stress. Ja, das ist. Also ihr seht es vielleicht nicht, aber ich sehe es in seinen Augen. Es funktioniert. Es ist so gut einfach. Ja, Reifendruck geht wieder hoch, das spüren wir. Abkühlrunde oder gleich reinfahren? Nee, vom einen abkühlen, Ja. hast du recht. Wir fahren rein. Was sagst du im Vergleich zum sag ich mal, Vorgänger Huracan? Das kannst du gar nicht Evo vergleichen. STO? Das kannst du gar nicht mehr vergleichen. Das ist ein komplett anderes Auto im positiven Sinne. Und es hört sich total komisch an, aber ich vermisse den 10-Zylinder-Sauger gar nicht, weil das fühlt sich halt hier null nach Turbo an. Es ist unglaublich. Du merkst hier gar kein Turboloch oder irgendwas. Einfach dank der Elektropower. Und dann halt einfach dieses, dass du bis 10.000 Touren drehen kannst. Das ist halt ein Feeling unbeschreiblich. Ja. Ja, man muss wirklich so ein bisschen das Mindset umstellen, was so die Gangwahl angeht, gerade Ja. so am Ausgang der Kurve, Ja, ja. das Verinnerlichen. Ab 2000, Ja. volles Drehmoment und dann geht die Feuerwehr Ist nach so, vorne ist los. so. Es waren ja auch 2 Kurven dabei, wo ich eigentlich easy hätte im 3. oder 4. Gang bleiben können und hatte den Gang runtergeschaltet. Ne? Ja, Da musst du ein bisschen umdenken. Ne? absolut, ja. Ja, du musst wirklich so schauen, Kurveneingang, weil du kommst halt einfach mit richtig Dampf an, kommst Ja. richtig Feuer an, dass du halt im Eingang, sag ich mal, die Meisterschaft gewinnst, ne, dass du halt langsam Genau. in die Kurve reinkommst und dafür Genau. den Exit einfach das Momentum vom Auto, diesen Vorteil dieser Leistung einfach dann am Ausgang nutzt. Voll. Und Attacke. Mega, mega geil. Besten Dank dir. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du hier hat bist. richtig, richtig Spaß gemacht. Also saugeiles Auto. Auch wirklich nochmal ein großes Dankeschön an Lamborghini und an dich. War sau geil. Auch danke für das Vertrauen. Top, alles klar. So, ich muss mich umziehen. Ja, Mir ist jetzt doch ein bisschen warm geworden Ja, in dem ist doch Fahrzeug. gemüffelt, Mann. Dem Fahrzeug ist ein bisschen warm geworden und mir ist auch warm geworden. verständlich. Leute, was eine Fahrt ist das hier gerade in dem Lamborghini Temerario mit dem Alleggerita oder Alleggerita Package gewesen. Also das war echt geil. Vor allem, das war wirklich nochmal ein deutlicher Unterschied zu der normalen Version. Und am Ende des Tages muss man ja auch hier sagen, es ist ja, sag ich mal, der Huracan-Nachfolger. Und das kannst du gar nicht vergleichen, Leute. Und soundmäßig auch gut. Also im Innenraum, was da abging, war brutal. Bis 10.000 Touren, das sind Emotionen. Und ich habe es vorhin gerade schon kurz gesagt, Robert, ich weiß jetzt nicht, was du dazu sagen wirst. Und auch Leute. Aber normalerweise bin ich ja immer so,
10-Zylinder-Sauger, es gibt nichts Geileres, außer noch 12-Zylinder-Sauger. Ja, war schon ein geiler Motor. Ja, aber ich bin ehrlich, ich vermisse ihn hier nicht. Im Gegenteil, weil, wenn man das einmal gefahren ist, mit dieser flachen Kurbelwelle, ja, dieser Flatplane und dann bis 10.000 Touren, du hast 0,0 ein Turboloch, du hast ein extrem brutales Ansprechverhalten und wenn du dann halt einfach bis 10.000 Touren drehst und das Ganze mit einer Gesamtleistung von 920 PS, ist das halt wirklich ein unglaubliches Feeling. Und designmäßig finde ich finde, das ist halt so dieser Baby-Revuelto, weißt? Voll. Du hast hier und da wirklich Ecken und Kanten, die sehr ein Revuelto nahe kommen und halt natürlich jetzt halt hier mit dem Allegerate, oder habe ich das richtig ausgesprochen? Ich weiß nicht, wie das Package Allegerate Package. Ja, irgendwie sowas. Macht das halt natürlich nochmal einen deutlichen Unterschied, weil du natürlich hier viel, viel mehr Carbon hast. Du bist mit den Carbonfelgen bist du 29 Kilo nochmal leichter. Das heißt, du sprichst von knapp 1700 Kilo, 1690 Kilo, um genau zu sein. Auch nochmal so von vorne, mir persönlich gefällt er von hinten besser, weil er einfach verspielter ausschaut, wobei du wiederum sagen musst, was ich halt extrem sexy finde, sind hier die Leuchten. Ja? Weil das macht das Fahrzeug auf der einen Seite richtig böse, aber auch irgendwie so einen eleganten Look und typisch Lamborghini einfach alles eckig, kantig gehalten. Auch hier mit den Seitenspiegeln, das hat einfach Lamborghini schon immer extrem gut drauf gehabt und auch wieder hier mit dem Temerario extrem, extrem gut. Wir gingen hier eigentlich die Tür nochmal auf. Ah, hier so. Und ja, wenn wir uns das Ganze hier nochmal im Innenraum anschauen, wir haben eben hier die Sportsitze. Ja, das heißt, dass du auch wirklich hier den Halt hast. Das hat man auch richtig gut gemerkt. Klar, natürlich merkst du vom Bremsen her, hast du hier natürlich einen deutlichen Unterschied gemerkt zur normalen Version, weil du musst halt klipp und klar sagen, du hast ja über 60% mehr Anpressdruck als der normale Temerario. Also das Package hier lohnt sich wirklich extrem für diejenigen, die halt sagen, okay, ich bin öfters auf der Rennstrecke mit dem Fahrzeug unterwegs und ich kann mich daran erinnern, egal ob ein normaler Huracan und auch der STO, ist ein Riesenproblem immer die Bremsen. Und jetzt hier bei 30 Grad, es war völlig fein. Du merkst natürlich, dass er hinten mit dem Heck leicht wird ein bisschen, aber das ist halt auch einfach dementsprechend geschuldet, weil ich meine, wir sprechen hier noch nicht von irgendeinem STO, Evo oder sonst was, sondern wir sprechen hier vom Einstiegsmodell, dem Temerario, was dann zusätzlich jetzt eben hier noch das Package noch mit dazu hat. Aber allein auch schon mal hier die komplette Tür, alles aus Carbon. Das sieht schon viel geiler aus. Ja, brutal, oder? Das macht schon richtig was her. Es macht richtig was her. Diese komplette Tür aus Carbon. Dann auch hier Lenkrad schön in Carbon abgeflacht. Das komplette Dashboard. Dann in Verbindung mit dem Alcantara. Der komplette Innenraum erinnert sehr an den Revuelto. Generell dieses neue Design. Der neue Innenraum von Lamborghini. Extrem gut gelungen meiner Meinung nach. Und dann natürlich auch hier kompletter Dachhimmel in Alcantara. Und ich finde, du hast einfach so viel mehr Platz als beim Vorgänger, als beim Huracan. Ja, schon deutlich geräumiger, oder? Ja, im Innenraum und du siehst ja auch einfach alles. Es ist ja gar kein Vergleich mehr. Die ganze Technik, das komplette Cockpit. Es ist so sexy, es ist so eine gute Arbeit, was Lamborghini hier mittlerweile macht. Und am Ende des Tages musst du ja auch wirklich sagen, Lamborghini hat halt hier einfach den Motor eigenständig konzipiert und am Ende des Tages noch 0 auf 100, 2,7 Sekunden, über 340 km/h Höchstgeschwindigkeit. Da muss man wirklich sagen, Hut ab. Für mich ein mega, mega solides Fahrzeug. Voll. Wenn ich es vom Fazit her sagen würde, ich finde, das ist aktuell ein Fahrzeug, welches in seiner eigenen Liga spielt. Du müsstest jetzt das Fahrzeug mit dem 296 oder mit dem SF90 vergleichen. Mache ich aber nicht. Warum mache ich das nicht? Weil das emotional eine komplett andere Liga ist. Denn was hier Lamborghini mit dem Motor geschaffen hat, mit dem heißen V, mit der flachen Kurbelwelle und wir hier bis 10.000 Touren drehen können, wir einfach so einen Punch nonstop haben, spielt dieses Fahrzeug meiner Meinung nach in seiner eigenen Liga. Ich bin mal gespannt, Leute, auf eure Kommentare. Was meint ihr? Soll so ein Temerario in die Sammlung kommen? Wie gefällt
euch das Fahrzeug? Seid ihr Team Temerario oder doch eher hier noch Team Huracan mit dem schönen alten 10-Zylinder, was natürlich emotional ein unfassbares, gutes Fahrzeug ist. Aber für mich hier Temerario spielt einfach in seiner eigenen Liga. Und damit würde ich sagen, sind wir raus und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.